Oh. Hä, was war das denn? Nova? Gibt's etwa einen heiligen Gral? Jacqueline, Ey, was seid ihr denn für Kunden? haben Sie eine Frage? Ich habe gehört, dass es einen heiligen Gral gibt. Wissen Sie, wo der ist? Ja, dann müssen Sie nach da gehen. Okay, danke, guter Herr. Nach da? Ach so, nach da. Na, los geht's. Ah! Ein Glück ist das Licht wieder aus. Ach, diese bescheuerte Fackel. Ich nehme jetzt die Taschenlampe. Ah, hau ab, du blöde Kuh. Ich frage mich, ob hier irgendwann mal ein Hinweis auf diesen heiligen Gral kommt. Naja, ich gehe einfach mal hier weiter. Ah. Was soll denn der Scheiß? Da ist er. Die heilige Zyma Nova. Na dann, see ya. Was ist los, alter Mann? 2 heilige Grale? Na dann, see ya. Heute der heilige Gral. Zyma Nova. So Leute, Schusstest. Wir fangen an mit der MK18. Ich versuche es jetzt mal ein Stück anders zu machen als sonst immer. Und zwar werde ich jetzt einen Punkt anvisieren und werde schnell hintereinander 10 Schuss abgeben, um den Streukreis etwas effektiver zu ermitteln zu können. Sagt mal dazu eure Meinung gerne in den Kommentaren, wie ihr das findet. Und los geht's. Gleich waren so mehr wie 10 Schuss. Wie wir sehen, haben wir 40 Meter auf dem Ziel hier natürlich. Ja doch, ich finde es ist ein okayes Schussbild, definitiv. Sind es natürlich auch nur 0,28 Gramm gewesen. Das heißt, mit schwereren BBs wird das wahrscheinlich noch ein Stück enger gruppiert sein. Gehen wir zum Reichweitentest. Reichweitentest, wir fangen mal an bei 55 Metern mit 0,28 Gramm. Wahrscheinlich seht ihr mich jetzt nur so halb. Jetzt bestimmt besser. Ja, das gibt keine Probleme. Wir testen die Waffe immer mit einem leichten Overhop, also dass die Kugel ein Stück nach oben geht am Ende und dann wieder runterfällt. In der Scopecam sieht das manchmal anders aus. Da sieht der Effekt deutlich krasser aus stellenweise. So 65 Meter hier. Weiter geht's. 0,32 Gramm, 65 Meter. Ohne Probleme. Also man sieht, schweres Kugelgewicht bringt auf jeden Fall was. 67. Richtig? Ja, 67 Meter. Ja, jetzt habe ich knapp übers Ziel gezielt, vielleicht 10 cm darüber. Und wir haben noch getroffen. Also halten wir mal fest, von der Reichweite her ist es auf jeden Fall gut. 70 Meter ist dann mit 0,32ern. Da müsst ihr ein Stück höher zielen. Aber sonst sehr gut bisher. So, machen wir mal die andere, die SD. So, jetzt haben wir hier die Kompakt SD. Zielscheibe ist wieder 40 Meter. Wir testen jetzt mit 0,32 Gramm. Und jetzt muss ich dazu sagen, die Waffe ist jetzt praktisch Stock, weil bei der MK18 und bei der hier
habe ich festgestellt, dass der Tensioner leicht schief eingebaut ist. Bei der MK18 habe ich es gerichtet. Jetzt schießen wir die mal so stock und der Kenner wird schon feststellen, die Kugeln, die machen in Rechtstrift. Die driften nach rechts ab. Wenn ihr die genauso bekommt, entweder ihr schickt sie wieder zu Begadi ein oder ihr guckt euch ein Video an, behebt das selber. Das war jetzt hier eine Arbeit von 15 Minuten. Das geht relativ easy, wenn man sich dann ein Tutorial anguckt. Und meine Empfehlung wäre, weil die Hop-Up-Kammer lässt sich, die hat zwar Klicks, aber manchmal hast du schon einen Klick, da bist du schon wieder zu hoch. Mit selbst 0,32ern, die kriege ich überhaupt hier mit dem Teil, null Probleme. Deswegen, also wenn ihr das Geld noch habt, dann würde ich euch die Neptune empfehlen von Begadi und lasst die direkt bei Begadi einbauen. Und dann könnt ihr das viel feiner einstellen und könnt natürlich auch vom Kugelgewicht her noch mal deutlich höher gehen als mit der Standard-Hop-Up-Kammer. Aber die ist also völlig ausreichend. Das ist voll okay, was man hier kriegt für sein Geld. Vor allem hier für die 379 €. So, gucken wir mal. Wir machen wieder dasselbe wie vor uns, diesmal mit 0,32ern. Also ich habe jetzt natürlich das Visier eingestellt auf diesen Rechtsstrahl. Ich schieße jetzt mal, damit ihr das seht, aufgelegt und zwar in die Entfernung. Dann könnt ihr es auf der Scopecam bestimmt sehen. Ich sehe es natürlich im Visier jetzt nie. Aber es ist wirklich ein leichter Bogen nach rechts, manchmal auch mehr. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Gehen wir mal auf den Reichweitentest. Also ich denke mal nicht, dass sich jetzt hier viel ändert, weil ich will jetzt erstmal gucken, ob es jetzt hier irgendwie Serienstreuung vielleicht gibt oder sowas. Weil es sind ja zweimal dieselben Airsofts im Endeffekt, nur mit anderem Body. Wir gucken mal. 60 Meter. Nee. Doch, 60. Wir fangen gleich bei 60 diesmal an. Ja, aber wie ihr es bestimmt sehen könnt, jetzt natürlich nicht. Also die driften etwas mehr auseinander, kann aber natürlich daran liegen, dass hier der Tensioner etwas schief drin liegt. Also ihr seht es auf der Scopecam. Ich würde euch dringend empfehlen, den Tensioner zu richten. Wie schon gesagt, das ist kein Hexenwerk, das kriegt ihr hin. Und dann ist das Ding wirklich auch vom Schussbild her einwandfrei. Kann ich noch was zum Magazin sagen? Sehr straffe Magazinfedern, gefällt mir sehr gut. 0,32er, kein Problem. Höher haben wir jetzt nie getestet, aber ich denke mal auch 0,36er würden hier keine Probleme machen. Von daher sind die Magazinfedern sehr gut ausgelegt für schwere BBs. Ja, alles in allem Schusstest bestanden, definitiv. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur unsere zwei Modelle betrifft mit dem etwas leicht schiefen Tensioner, aber wie schon gesagt, ist sehr leicht behebbar. Genau, jetzt geht es zum Finch und der macht jetzt den ganzen Rest. So Leute, kommen wir zu den Details von den beiden Novas. Fangen wir an mit der SD Kompakt. Die MK18 machen wir dann später. Der Tom wird euch jetzt links und rechts erstmal die technischen Daten einblenden. Ich mache mich mal ein bisschen dünner, dass das hier alles aufs Bild passt. Ich mache mich noch dünner. So, fertig? Okay, weiter geht's. Ey, schaut es euch erstmal an. Leute, wir fangen wieder vorne an. Vorne habt ihr ja diesen kleinen Schalldämpfer hier drauf. Deswegen vermute ich auch das Kürzel SD im Namen. Der Lauf geht hier bis fast vorne rein. Also es ist quasi null schalldämpfende Wirkung. Aber ja, brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. So, wir haben den Schalldämpfer mal schnell abgemacht. Also ich finde den echt ganz schön kurz. Also ich finde, der ist normal groß.
Genau, also ihr seht hier, der Lauf, der geht hier wirklich komplett durch. Also falls ihr jetzt einen Tracer oder irgendwas benutzen wollt, braucht ihr quasi eine Außenlaufverlängerung, weil die Kugel würde sonst einfach gar nicht durch die Lichtschranke gehen. Aber mit dem Ding drauf sieht es eigentlich schon heiß genug aus. Ich würde da nichts machen. Ist halt auch hohl, das Teil. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennt. Absolut keine Funktion. So, kommen wir ja weiter zum Handguard. Der ist schön kompakt gehalten, wie es auch der Name verrät quasi. Wir haben hier schon ein bisschen was rangebastelt. Sieht ziemlich heiß aus. Das Korn ist natürlich mit dabei schon. Kann man sich abschrauben, je nachdem, wie man Bock hat. Oben halt Picatinny, wie das so üblich ist. Und an der Seite und unten M-Lock. Hier habt ihr dann noch eine QD-Aufnahme für den Sling. Auf der Seite haben wir sie schon reingemacht. Da hatten wir bis jetzt noch keine Probleme, dass der Sling irgendwie rausgerutscht ist oder irgendwas. Gibt es ja auch manche Hersteller, wo das nicht so ganz passt. Hier klappt es auf alle Fälle. Richtig geil. Ja, auf dem Body habt ihr natürlich oben auch Picatinny. Geht hier schön durch. Ja, könnte man sich jetzt vielleicht ein kleineres Retter drauf bauen. Wir hatten gerade das riesenfette Ding da und hatten Bock auf was riesenfettes. So, bleibt mal einmal hier oben. Hier haben wir natürlich noch die Kimme. Die lässt sich hochklappen, wie vorne das Korn auch. Lässt sich dann hier in der Höhe und noch hier in der Seite einstellen. Ich sehe es nicht, Finger. Das ist hier, so, Ja. das ist es jetzt. Gut, Ja. perfekt. Ja, also ich habe die Dinger bei meiner bloß als Deko drauf. Ich habe die noch nie benutzt, aber ja, jeder wie er will. So, kommen wir mal zum Body. Der ist recht modern gehalten hier, schön kantiges Design. Dieser Block hier, den finde ich ein bisschen sehr riesig. Hätte man sicherlich auch anders machen können. Ja, finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Aber auf der Seite sieht das Teil richtig heiß aus, eben mit diesem kantigen Design hier. Dem gegenüber steht irgendwie, dass diese ganzen Elemente, Bedienelemente irgendwie alle so altbacken wirken. Sieht alles sehr alt aus, wie, naja, lag wir eben noch in der Kiste rum und musste weg vielleicht. Hier auf der Seite auch. Aber da das ja ein AR-15 ist, habt ihr ja 1 Milliarde Teile, die ihr euch zukaufen könnt, die ihr ranbasteln könnt. Also 1 Milliarde wird gar nicht reichen, vermutlich. Komisch finde ich auch, dass sie nur einseitig bedienbar ist. Finde ich ein bisschen komisch, ja, stört mich nicht, ich bin Rechtshänder. Also für mich überhaupt gar kein Problem. Aber da das Ding ja schon so modern ist und wirkt, hätte man das vielleicht unter Umständen mitmachen können. Problem beim Ambidexen ist natürlich auch, dass das Auseinanderbauen Pain in the Ass ist. Also wenn ihr jetzt die Knifte kauft und denkt, yo, ich will ganz, ganz viel dran rumbasteln, da ist das vermutlich sogar geiler, weil das nicht so fummelig ist, das dann wieder zusammenzukriegen. Wie gesagt, mich persönlich stört sowieso eine Rechtshänder. Alles easy. Kommen wir zum Abzug. Der ist auch klassisch gehalten, nicht einstellbar. Und den Abzugsweg, den könnt ihr euch jetzt selber angucken hier. Schlägt hier ganz am Ende ab. Also man kann quasi super schnell triggern. Jetzt machen wir nochmal Klang mit Kugeln. Lassen wir das mal voll fix. Aber nie aufs Mikrofon schieben. Und Klang ohne. Der Griff ist schön strukturiert und wirkt auch sehr schlank. Dafür, dass er einen Standardmotor hier drin hat, packt er sich sehr, sehr angenehm an. Kommen wir weiter hinter. Hier hinten haben wir natürlich nochmal so eine Endplate mit 2 Punkten für einen One-Point. Wir spielen ja mittlerweile nur noch Two-Point, obwohl die von der Länge her vielleicht sogar für einen One-Point könnte man vielleicht sogar spielen, ohne dass das Ding ständig in die Eier kloppt. Hier hinten habt ihr ein Feder-Schnellwechselsystem. Ist wie bei den E&C Modellen quasi anschrauben, rein, 30 Grad verdrehen und rausziehen. Brauchen wir jetzt nicht zeigen, haben wir sicherlich schon in 1000 Videos gemacht. Kommen wir zum Buttstock. Der sieht ein bisschen anders aus als der im Unboxing, oder? Ja, weil wir haben jetzt einen geileren ran gemacht. Der Originale sieht so hier aus. Ein super fettes Ding. Und der war uns tatsächlich einfach zu fett. Und da haben wir uns gedacht, ey, wir müssen hier irgendwas Kleines. Die Waffe ist super kompakt, super schlank, super geil. Wir müssen hier irgendwas Dünneres ranmachen. Aber wir wollen euch ja zeigen, wie ihr das kriegt. Das ist er quasi. Ist ganz cool, weil ihr große Akkus reinkriegt. Ihr habt hier hinten so einen Hebel, um das aufzumachen. Und dann kriegt ihr hier halt, ja, wie das üblich ist. Also das ist ja wirklich bei sehr, sehr vielen AR-15-Modellen mittlerweile, wo man eben diese riesigen Triple-Stick-Akkus reinkriegt. Hier ist es halt noch geiler, weil du hast diesen Hebel hier. Du musst nicht mehr hier 3, 4 Sachen abbauen und dann irgendwie, nö, da machst du einfach den Hebel auf, klappst das Ganze rum. Hast hier auch nochmal eine QD-Aufnahme, das ist auch sehr nice. Oder kannst halt einen Sling dann hier durch diese... Bitte hau einfach ab. Oder kannst den Sling dann eben hier durch diese Schlitze durchführen. Auch easy einstellbar. Ja, uns war halt schlichtweg zu fett. Der hat seinen
Ding getan, hat ein bisschen rumgewackelt, aber war uns einfach zu fett. Deswegen musste man den tauschen. Und mal ganz ehrlich, ich das jetzt mal so übereinander halte, was findet ihr geiler? Schreibt es mal unten rein. Der Stock, den wir jetzt hier verwendet haben, ist ein Magpul-Replikat von APS und die Buffertube ist kein Mil-Spec. Wir hatten jetzt das Problem beim ersten Mal draufschieben, es ging super, super schwer, bisschen zu weit drauf geschoben und mit sehr, 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 sehr vereinten Kräften das wieder auf die richtige Länge gebracht. Aber da müsst ihr einfach rumprobieren, was da für euch passt. Wir haben jetzt trotz, dass wir diese schlanke Schulterstütze dran haben, passt ja trotzdem in die Buffertube in 1450 mAh IMX rein. So Leute, mit der Kompakt sind wir fertig. Jetzt geht es weiter zur MK18. So, MK18. Ich finde die ja super hot. Die ist altbacken, aber die ist so geil. Markings drauf. Richtig, richtig geil. Kommt ran, wir fangen vorn an. Hier der schöne MK18 Mündungsbremse quasi. Richtig heiß. Hier unten gesichert mit diesem kleinen Gewindestift hier. 14 mm Negativgewinde. Wie das so üblich ist. Dann hier super geil. Guckt es euch einfach an. Ich finde das so hot. Ey, schreibt es mal rein, ob ihr eher so ein bisschen auf dieses Oldschool steht oder eben dieses Moderne hier. Das Moderne braucht. Aber ich finde das ja so hot und guckt euch mal die Farbe an. Ist das geil. Und natürlich gehen wir jetzt mal ganz schnell hier drauf ein, weil wir es gerade mal immer hier sind. Auch schön die Markings. Daniel Defense. Hier vorne ist eigentlich noch ein Korn drauf. Das haben wir jetzt abgemacht, damit hier unsere Packbox drauf passt. Oder damit das geiler aussieht mit der Packbox. Hier habt ihr das Teil mal ausklappbar und dann in der Höhe einstellbar. Legen wir zur Seite, weil wir brauchen es nicht. Ja, Picatinny-Schiene links, rechts, oben, unten. Überall eben schön oldschool. Wir haben hier mal so einen kleinen Griff rangebaut. Ich finde es ja super hot. Übelst geil. Hier vielleicht noch so ein bisschen eine kleine Cover so drüber. Richtig, richtig geil. Die Picatinny-Schiene zieht sich dann hier natürlich über den Body drüber. Wie das ja üblich ist, war bei der anderen auch schon so. Wir haben ja schön fetten EO drauf gemacht. Finde ich. Also ich finde das super hot bei der. Das passt einfach so geil hier drauf. Richtig geil. Hinten habt ihr dann die Kimme. Die ist natürlich auch ausklappbar und dann wieder verstellbar. Einklappbar dann über diesen kleinen Stift hier und rein. Hält fest. Oh, hupsi, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. Der funktioniert offensichtlich auch sehr gut. Der Body ist hier natürlich, weil es ja eine MK18 ist, eben klassisch oldschool gehalten. Natürlich auch nicht beidseitig bedienbar, weil das einfach bei diesem Modell gar nicht so war. Hier habt ihr dann den Bolt Catch, Feuerwahlhebel. Der geht bei den beiden Modellen, die wir haben, super snappy. Also das fühlt sich das fühlt sich regelrecht satisfying an, hier in den Positionen zu wechseln. Also ihr könnt das jetzt leider nicht fühlen. Ich hoffe, dass ihr das irgendwie ein bisschen durch die Kamera, dass ihr das ein bisschen mitkriegt. Richtig, richtig geil. Ja, Bolt Catch kann man dann quasi hier das Fenster öffnen, kommt dann hier ans Hop-Up ran. Drücken dann einfach hier auf der Seite drauf. Das kleine Fenster schließt sich wieder, ist bei dem anderen Modell exakt das gleiche. Genau, hier der Knopf für das Magazin. Die Originalmagazine, das hier passt natürlich dann bei diesem etwas in die Jahre gekommenen Modell, vom Design her in die Jahre gekommenen Modell, natürlich super geil dazu. Bei dem anderen Modell finde ich das ein bisschen zu altbacken. Aber die meisten kaufen sich ja eh Magazine nach, da kann man sich einfach irgendwas Moderneres dazu kaufen. Der Trigger und der Griff sind das gleiche, genauso wie die Endblade und das Feder-Schellwechselsystem. Was hier unterschiedlich zu der anderen ist, ist hier, dass dieser Buttstock ist halt wieder der große, aber der ist eben mit diesem etwas älteren Sopmod-Design quasi gehalten. Deswegen ist er auch noch dran, weil das passt eigentlich ganz gut zu der Waffe, finde ich. Und man kriegt halt einfach riesige Akkus rein, das ist schon geil. Habe ich das alte Ding noch hier? Ne, habe ich nicht, das andere. Egal. Der andere war ja quasi das gleiche, nur halt eben ein bisschen moderner, ein bisschen kantiger. Hier haben wir halt wirklich den altertümlichen, wie aus dem Mittelalter quasi. Hinten schön gummiert, aber zum Aufmachen von dem Ganzen müssen wir halt hier wieder diese kleinen Nasen hier betätigen.
Bei dem geht es aber sehr gut. Wir hatten ja schon Modelle, wo wir uns fast die Finger gebrochen haben, um diese kleinen Nasen hier zu betätigen. Bei dem geht das super, super smooth. Dann können wir hier einfach das hier raushebeln. Und dann kommt es schon an den Akku ran. Und ihr seht ja, wie das eben bei diesen Schäften immer ist, der Platz ist einfach gigantisch. Falls ihr euch an die E&C-Modelle erinnert, hatten wir immer gesagt, ey, fräst euch hier ein bisschen was weg, dass ihr hier einfach mehr Platz zum Arbeiten habt. Hier haben sie es gemacht. Geil. Also hier kannst du wirklich easy peasy die Akkus reinlegen. Ist geil, wenn eine Firma mal ein bisschen weiterdenkt. Richtig nice. So, kommen wir noch zu den Markings von dem Ganzen, weil Lizenzmodell, deswegen ist hier natürlich auch einiges drauf. Wir haben hier einmal Daniel Defense MK18, dann ja, das Kaliber, wenn es jetzt keine Airsoft wäre. Dann haben wir hier noch was schön eingeprägt. Das sieht sehr geil aus. Könnt ihr das erkennen? Ich hoffe doch. Sehr geil. Dann hier, das hatten wir vorhin schon mal. Und dann eben die ganzen Risspositionen habt ihr natürlich auch noch oben, links, rechts und unten. Und hier natürlich nochmal das FM5-Eck, das ist bei beiden Modellen auf der identischen Position. Bei einer richtigen MK18 ist der Griff ein anderer und auch der Stock ein anderer. Das durften sie aber scheinbar nicht machen, trotz Lizenzen, wer weiß. Aber sieht trotzdem heiß aus, lässt sich trotzdem gut spielen. Kommen wir abschließend noch zu den Magazinen. Das ist jetzt das Originale. Ja, wie gesagt, bei der finde ich das super heiß. Bei der anderen finde ich es ein bisschen zu altbacken, aber kauft euch einfach das, worauf ihr Bock habt. Wir können euch ja ein bisschen zeigen, was bei uns jetzt hier gepasst hat und gefeedet hat. Die Originalen schlagern ein bisschen rum, feeden aber super, gehen easy rein und easy raus. Genau andersrum gezeigt als gesagt. So, ich habe dann noch hier eben noch mal so ein Oldschool-Magazin von irgendeiner Firma. Das feedet bei der hier gar nicht. Bei der anderen hat es aber gefeedet. Dann haben wir noch das Nubrol. Ja, geht rein, wackelt weniger und feedet super. Dann haben wir noch hier das E&C. Das würden wir hier mit Wucht und mit Gewalt reinkriegen. Bei der anderen nicht mehr annähernd. Wir wollen es jetzt auch nicht unbedingt hier reinpressen. ICS-Magazine wackeln ein bisschen rum, feeden, naja, am Ende nicht mehr gut, feeden am Anfang noch gut. Zum Ende, also ab der Mitte circa, feeden die nicht mehr sonderlich gut, dann ständig Leerschüsse. Dann haben wir natürlich hier noch das EPM. Ja, passen rein, wackeln ein bisschen, feeden super. Falls ihr schon mal irgendwie Magazine getestet habt und wisst, was super passt, was nicht so super passt, haut's ruhig unten rein. Abschließend ist zu sagen, dass alle Leute, die diese Waffen hier empfehlen, und daraufhin machen wir dieses Video, die haben alle recht. Die sind einfach gut. Also für den Preis, was ihr dafür bekommt, das ist richtig, richtig krass. Hier wackelt nichts, außer das Magazin. Das ist jetzt alles, was ihr hört. Der Upper und der Lower, super, super auf Press. Gerade ich als ICS-Besitzer, ich weiß, was da für ein Spiel dahinter sein kann, wenn es denn will. Ey, absolute Kaufempfehlung. Kauft euch solche Dinger. Gerade als Anfänger, ihr werdet nichts Besseres kriegen. Auspacken, spielen, Spaß haben. So, jetzt kommen wir noch zu den von uns geliebten Drills. Komm mit, los geht's. So Leute, sind wir fast mit allem durch. Jetzt kommen wir noch zu den Drills. Da könnt ihr uns ganz gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die eigentlich findet. Wir finden sie natürlich geil, weil ballern halt. Naja, los geht's. Shooter ready. Stand by. Was schätzt du? Was schätzt du? Was soll ich denn schätzen? Was du getroffen hast? Na, ich sehe es doch. Ich habe eh mal in die A-Zone getroffen. Auf jeden Fall bei 3,84. 3,84. Thema A, das war nicht so schlecht. Der Anfang war. Du hast hier angefangen, ne? Da ist ein Ja, A und da habe ich angefangen. C. Hast du rübergezogen? Ja, habe ich wahrscheinlich zuerst zu früh geschossen. Thema A. Ja. Ja, easy. Shooter ready. Ja. Stand by. Ja. 3,74. Was hatte ich? 3,84. Oh. Ja, ich habe so. Oh, scheiße, Mann, der ist besser. A. Fuck. Fuck. Und fuck. Naja, es sei dir gegönnt. War bestimmt am Rot. Ja, genau, ich hatte Retter auf grün, du hattest auf rot. Shooter ready. Ja. Stand by.
schwierig. 6,42. Ja. Ja, wenigstens nicht besser als ich. Ich bin aber vor allem ganz komisch gezielt, weil ich nicht sehe. Na, du hast welche getroffen. Ja, Tino hat mit seinem Augenlicht Probleme, deswegen, ja. Ist halt auch einfach ein bisschen sehr hell. Aber ich bin Erster. Ich bin Zweiter. Von 3. Shooter ready. Stand by. Du wolltest jetzt genau schießen, oder? Kann das sein? Dass Ja, ja, es ich hier um wollt- Schnelligkeit ging? Ich wollte jetzt nicht noch mal hier gegen dich versagen. 4,32. Ja, es war langsam, aber es war gut. Ich hoffe nur, dass du schlechter bist oder langsamer. Also der dritte ist. Also hier hat ein Auge geschossen. Der dritte ist heftig. Und der finde ich gut. Ja, ja, nicht schlecht, der Herr. Shooter ready. Ja. Stand by. $3,62. Also, das hat 5 gehabt? 4,32. Wir haben nicht abgeklebt. Aber ich glaube, also hier ist es ja eh Bedes in der A-Zone. Ja. Da spielt es ja keine Rolle. Hier, das sind deine Beden hier gerade eben gewesen. Also es ist schon B hier. Aber das ist hier schon fast eine Kugel hintereinander, weißt du? Also, Gibt es überhaupt kein B? Es ist gleich C. das ist C, es gibt doch kein B. Ja, also scheiße. Und hier ist, naja, ist halt auch. Also man kann es halt schnell machen oder und schlecht. Man kann aber einfach gut machen und trotzdem schnell sein. Shooter ready. Ja. Stand by. Hier 82. Naja, was hatte ich? Jetzt 4,32. Trotzdem langsamer. Wir haben Ja, aber marginal. 2 A. 2 A. 2 A. Und Naja, scheiße. ja, Also ich würde mal sagen, du der Gewinner. wir müssten es jetzt ausrechnen, aber ich glaube, du hast nie gewonnen. Ja, das müsste man jetzt ausrechnen, aber ich glaube, da wir schlecht im Rechnen sind, ich habe gewonnen. Ihr ne. So, zum Abschluss sollten wir noch mal ein ganz kleines Fazit vom Tom hören. Wir gucken mal, ob er da ist. Ach nee, der steht ja dort. Ja, also was soll ich sagen, der Fire Selector ist extrem geil und ja. Gut, also ich glaube, der Akku wird dann auch langsam alle. Wir machen jetzt hier Schluss. Cheerio. Und natürlich auf der Seite noch das 5 im F-Eck. Das F im 5-Eck. Jacqueline. Ey, was seid ihr denn für 2 Putzige? Ja, darf ich denn mal anfassen? Das ist so dumm.